Hallo Modellbauer, heute Thema KIMS Beleuchtung. Ich zeige euch, wie man diese kleinen SMD-LEDs, wie man die verlötet, wie man die aufklebt, worauf man achten muss. Das zeige ich euch heute in diesem Video. Wenn ihr an diesem Thema wirklich interessiert seid, dann investiert die knapp 25 Minuten, schaut euch das Video komplett an, damit ihr keine Phasen verpasst, und ich bin mir sicher, ihr werdet am Ende des Videos schlauer sein. Wenn ihr durch dieses Video die ersten Ergebnisse erzielen könnt, dann schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn euch dieses Video weitergeholfen hat. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Video ankommt, und ich wünsche euch jetzt viel Spaß damit. Los geht's mit ein paar Grundlagen. Einmal hier das Lötzinn. Diese Marke bzw. diese Zusammensetzung kann ich sehr empfehlen. Das klappt bei mir am besten. Ich hatte schon einige andere versucht, das hat aber nicht so wirklich funktioniert. Deswegen kann ich euch dieses sehr empfehlen. Dann einmal den Kupferlackdraht in der Stärke 0,1 mm. ungefähr mit einem Haar zu vergleichen. Dann ganz wichtig, eine Kunststoffpinzette, denn die Metallpinzetten, die sind manchmal statisch aufgeladen und dann kann es passieren, dass die quasi wie ein Magnet, die SMDs an der Metallpinzette hängen bleiben, und dann ist das schon sehr aufwendig, ein paar hundert Stück davon festzukleben. Deswegen nehmt euch bitte immer eine Kunststoffpinzette, damit klappt das am besten. Dann habe ich hier ein paar SMD-LEDs in der Baugröße 0805 in Gelb. Hier einmal eine einzelne, und wie ihr sehen könnt, ist auf der linken Seite ein grüner Punkt und auf der rechten Seite nicht, und auf der Rückseite ein grüner Pfeil. Der grüne Pfeil zeigt bei dieser SMD-LED auf den Minuspol, und die Seite, die keine Markierung hat, das ist dann in dem Fall der Pluspol. Ich habe mal gehört, dass das nicht genormt ist. Das heißt, checkt immer vorher, bevor ihr die SMDs aufklebt, welche Seite wirklich Plus und Minus ist, damit es da keine Probleme gibt beim Einbauen. Ich muss ganz kurz einhaken, manche Sachen fallen mir erst auf, wenn ich die Videos am Schneiden bin, wie jetzt in dem Fall. Herausfinden könnt ihr, auf welcher Seite Plus und Minus ist von dieser SMD-LED. Ihr nehmt euch einfach ein Kabel von eurem 12 Volt Trafo und nehmt euch dann Plus und Minus zur Hand und macht an die eine Seite den Widerstand. In dem Fall ist das jetzt ein Kohleschichtwiderstand mit 1000 Ohm, und dann haltet ihr einfach die Plus und Minus rechts und links mal dran, und wenn es leuchtet, dann wisst ihr, Plus und Minus sind korrekt angeschlossen oder liegen korrekt an, und dann seht ihr auch, auf welcher Seite Plus ist. Aufgeklebt werden die SMD-LEDs mit Sekundenkleber. Ich zeige euch einmal, wie ich das immer mache. Ich nehme immer den Gel-Sekundenkleber, dann läuft der Kleber nicht immer irgendwo hin, wo ich das nicht möchte. Dann nimmt man sich hier so ein Kunststoffteil und macht sich dann einen Tropfen drauf. Das genügt für einige SMDs, und da nehme ich mir immer so ein
Zahnstocher und ja, nehme so ein bisschen Kleber und tupfe den gerade dahin, wo ich ihn haben möchte, damit man sich nicht die SMDs damit beschmutzt. Und das Problem ist dann, wenn man zu viel Sekundenkleber benutzt hat, kann es passieren, dass dann die Kontakte das Lötzinn nicht mehr annehmen. Weiter geht es mit dem Aufkleben der LEDs. Ich habe jetzt hier mal diese kleine Dachkante. Die LEDs werden als Standlicht verkabelt. Das heißt, ich mache immer Viererblöcke. Ich erkläre euch das mal ganz kurz. Ich hoffe, man kann es gut sehen auf der Kamera. Dabei werden die LEDs so angeordnet, dass der Minuspol immer an dem Pluspol anschließt und das Ganze 4-mal. So. Und das Ganze natürlich auch immer möglichst gerade. So. Das ist die Reihenschaltung. Und nach jedem fertigen Viererblock wird die ganze Geschichte rumgedreht, sodass sich quasi der Pluspol berührt. Links 4 Stück und rechts 4 Stück. Und dann werden nachher einfach die Minuspole hier links angeschlossen. Dann werden die Pole dazwischen mit einem Tropfen Lötzinn verbunden. Und wie man hier sieht, ist dann da der Pluspol, der dann quasi wieder verbunden wird. Und die werden dann auch wieder mit einem Tropfen Lötzinn verbunden. Also, wenn ihr das verstanden habt, dann habt ihr meinen allergrößten Respekt. Nicht mal ich hätte das verstanden. Hier nochmal im Detail. Also, wie eben erwähnt, haben wir hier Vierergruppen. 1, 2, 3, 4. Dann wieder 4, wieder 4, wieder 4. Jeweils 4 Gruppen zusammen in Reihe geschaltet. Wie ihr seht, zeigen die nach links und die nach rechts. Nach jeder Vierergruppe dreht sich die Gruppe einmal rum und schließt jeweils am Kontakt der nächsten Gruppe an. In dem Fall ist das der Pluspol. Das heißt, links haben wir den Minuspol, 1, 2, 3, 4, haben am Ende dieser Viererreihe den Pluspol anliegen und starten auch da wieder mit der nächsten Viererreihe. Und beim Verlöten ist diese Art, diese Reihenschaltung die einfachste, weil die natürlich möglichst oder sehr wenig Kabel benötigt. Man verbindet einfach nur jeweils die Minuspole mit dem nächsten Minuspol und wieder mit dem nächsten Minuspol. Und die Pluspole werden hier genauso wie hier aufgemalt, jeweils quasi durchgelinkt. Und dann werden die jeweiligen Pole einfach nur an den Trafo gesetzt, Minus und Plus, und schon leuchten die Sachen. Aber wie gesagt, das Allerwichtigste ist einfach der Widerstand. Das ist egal, ob der jetzt an Plus oder an Minus dran gelötet wird, aber der muss
definitiv dran sein. Ich male den mal mit hier dran. So, der muss auf jeden Fall vor die SMDs geschaltet werden, sonst gehen die alle kaputt. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was mit den restlichen Kontakten passiert, hier werden die Kontakte einfach nur zusammengelötet. Das heißt, hier in diese 3 Zwischenräume wird einfach nur ein Lötpunkt gesetzt und der Strom fließt quasi einmal komplett durch zum nächsten Pol. Und wenn jemand schlechte Augen hat zum Beispiel oder das noch nicht ganz verstanden hat, dann hier einmal mit der zweiten Skizze. Wir haben hier 12 Volt Trafo und haben hier nochmal die 2 Vierergruppen SMD-LEDs. Hier zeigen die Minuspole alle nach links und hier alle nach rechts. Und genau in der Mitte, wo der Kreis ist, treffen sich die beiden Vierergruppen und die Minuspole und die Pluspole werden einfach nur miteinander verbunden und gehen dann mit einem Widerstand zum Trafo. Also merke, bei der Reinschaltung werden lediglich die gesamten Minus- und Pluspole der jeweiligen Gruppen quasi miteinander verbunden. Also hier einmal Plus, Plus verlinkt, Minus, Minus, Minus auch verlinkt und die gehen dann in getrennten Linien zum jeweiligen Pol am Trafo. Und wenn ihr euch fragt, ja, wie viele SMD-LED kann ich denn überhaupt miteinander verbinden? Das kann man ja auch nicht endlos durchführen bei meinem Dämonium-Schriftzug. Ich blende mal den Link hier oben einmal ein, genau dahin. Und das waren 350 SMDs in weiß. Und ich habe mich mal mit jemandem ausgetauscht, der meiner Meinung nach sehr viel weiß über diese Elektronik. Und der sagte, man könnte ohne Probleme die ganzen SMDs miteinander verbinden über diese Technik. Und man könnte die betreiben mit lediglich einem Widerstand. Das war mir aber insgesamt ein wenig zu heikel. Ich bin da immer jemand, der auf Nummer sicher geht. Also habe ich die 350 durch 2 geteilt und habe dann vor jede Gruppe dann einen Widerstand gemacht. Und ja, mir kam das irgendwie zu viel vor. Manche machen das quasi in dieser Größenordnung. Aber wir sprechen ja hier von diesem kleinen Vordach, von diesem Beispiel. Das waren um die 100 SMDs und die betreibe ich dann tatsächlich mit lediglich einem Widerstand. Wie groß der Widerstand sein muss, ich möchte jetzt hier keine großen Rechnungen oder Rechenbeispiele präsentieren, das ist einfach zu kompliziert. Ich fange immer mit 300 Ohm an, schaue, wie hell die leuchten und dann taste ich mich quasi hoch oder runter an die Helligkeit dran, die ich insgesamt auf meinem Festplatz habe, damit einfach alle Buden gleich hell leuchten. Ich klebe die mal alle auf und dann zeige ich euch das mal anhand des Lötkolbens. So, die SMDs sind alle aufgeklebt und werden jetzt alle miteinander verlötet und ja, ich habe jetzt hier eine digitale Station und eine analoge. Die analoge läuft immer auf 450 Grad, um den Kupferlackdraht abzulöten, damit sich dieses Kupfer entfernt und die andere Station, die Digitalstation, läuft auf 300 Grad, damit ich die SMDs nicht zerstöre. Dafür reicht einfach nur, wenn man den Lötkolben ein wenig auf die Kontakte setzt und den Lötzinn dagegen hält.
seht ihr, dass das ganz gut funktioniert. So, wenn alle Punkte miteinander verlötet sind, dann werden die jeweiligen Plus- und Minuspole miteinander verbunden. Ich habe jetzt hier schon mal angefangen an dieser Seite hier oben, dass ich quasi den Minuspol immer mit dem nächsten Minuspol verbunden habe und bin jetzt hier gelandet. Und dafür nehme ich mir dann so eine Pinzette, halte hier quasi immer fest, ziehe einmal stramm und gehe quasi da, wo der nächste Minuspol ist, einmal um die Ecke. Dann nehme ich mir den Lötkolben mit den 450 Grad, nehme mir etwas Lötzinn und gehe dann quasi genau auf diese Stelle, die ich verlöten möchte. Es qualmt dann kurz, dann bleibt etwas Lötzinn daran hängen, das ist immer ein gutes Zeichen. So, das Ganze wiederhole ich jetzt nochmal ohne Zoom der Kamera. Nehme mir hier noch ein bisschen Lötzinn, das sieht man hier ganz gut, und gehe dann quasi einfach ein bisschen über den Kupferlackdraht drüber und siehe da, er schimmert silber. Und die silberne Farbe ist dann immer der Beweis dafür, dass das Kupfer verdampft ist, und jetzt liegt dann quasi der Draht frei. Noch kurz etwas zu diesem Kupferlackdraht. Wie es der Name schon sagt, hat der Draht einen Kupferlack, eine Versiegelung so gesehen. Die schimmert so ein bisschen bräunlich. Und diese Versiegelung schützt diesen Draht vor Kurzschlüssen. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Draht, zum Beispiel, ich trenne ihn mal ganz kurz mit der Zange. So, man hat quasi jetzt einen Draht, auf dem Plus anliegt, und wir haben einen Draht, wo Minus anliegt, und wir möchten ja bei unseren SMD-LEDs dann jeweils alle Plus- und Minusstellen miteinander verbinden. Dabei kreuzen sich die Drähte und es kann nicht zu einem Kurzschluss kommen, weil dieser Kupferlack diese Drähte abschirmt. Das heißt, selbst wenn die total miteinander verbunden über Kreuz und wie auch immer verbunden sind, verdreht sind miteinander, dann kann es nicht passieren, dass es einen Kurzschluss gibt, denn dieser Lack schützt die Drähte davor. Und erst wenn man mit dem Lötkolben den Lack versucht zu entfernen, dieser Lack löst sich im Dampf auf ab, ich würde sagen 400 bis 450 Grad. Das heißt, wenn man mit einem Lötkolben, auf dem dann das Lötzinn ist, an diesen Lack drankommt, dann löst der sich sofort. Man hat eine silberne Stelle, und diese silberne Stelle ist der Draht, und nur an dieser silbernen Stelle kann der Draht leiten. Man kann dann quasi hier in der Mitte einfach mit dem Lötzinn den Lack kurz entfernen und kann dann mittendrin einen Minuspol verlöten und geht dann weiter bis zum nächsten Minuspol. Ganz kurz zum Fortschritt dieses Videos. Die Plus- und die Minuspole sind jetzt der jeweiligen Gruppen alle miteinander verbunden und sind verlötet. Die SMDs leuchten jetzt alle. Ich mache mal kurz das Licht aus. So schauen die aus.
Und jetzt sind natürlich überall diese, in Anführungszeichen, hässlichen Kabel zu sehen, diese Kupferlackdrähte. Und um die zu verstecken, nimmt man sich einfach ein bisschen Sekundenkleber und fährt dann einfach hier über diese Drähte drüber. Benetzt die ein bisschen mit Sekundenkleber und drückt die einfach nur in diese Rille rein, sodass die einfach von der Front verschwinden und nicht mehr so überstehen. Und dann lohnt es sich ab und zu mal drauf zu schauen in diese Perspektive. Und man sieht, die Kabel hier oben sind alle weg und liegen komplett an dem Modell an, sodass man die einfach nicht mehr sehen kann. Und das Ganze machen wir auch hier unten. Ich versuche mal den Draht da rauszuholen aus der Deko. Genau, einfach hier unten entlang. Und dann einfach ein bisschen fixiert. So, und weg ist der Draht. Und das Ganze mache ich dann jetzt die ganze Reihe entlang. Und weil die Kirmeswelt ja immer schön bunt ist und man ja kaum weiße Lampen sieht, die nachher gelb leuchten, habe ich hier so einen Glühlampenlack, in dem Fall jetzt mal in Gelb. Und mit dem kann man dann diese weißen LEDs wunderbar farblich gestalten. Im besten Fall ganz fein und ganz sachte, damit man die Deko nicht beschmutzt. Und so sehen dann diese LEDs aus, wenn die angemalt sind. Schön gelb, wie sich das gehört. Ich mache es einmal an. So schaut das Ganze aus. Und welchen Widerstand ihr davor setzt, das können manche berechnen. Ich berechne das nicht. Ich setze immer den Widerstand davor, der am besten passt von der Helligkeit, damit alle meine Fahrgeschäfte und Buden alle gleich hell sind. Ich hatte das schon mal versucht zu berechnen und dann habe ich gemerkt, dass manche Buden doch um einiges heller sind als andere. Und dafür habe ich hier solche Kohleschichtwiderstände, die habe ich da von 150 Ohm bis 10.000 und dadurch habe ich eine riesen Auswahl an verschiedenen Widerständen, die ich vor diese LEDs setze und kann immer schauen, wie ich die richtige Helligkeit erreiche. In dem Fall ist es auch egal, ob ihr den Widerstand hinter Plus oder Minus setzt. Das ist vollkommen egal. Hauptsache, ihr setzt einen Widerstand davor. Der ist nämlich definitiv Pflicht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich über ein Abo freuen. Wir sehen uns.
bis bald.